Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in der Nähe von Borischzell in der Geithau und ich gehe mit euch heute auf die Alpispitze. Auf geht's! Wir gehen erst einmal zum oberen Ende vom Parkplatz. Da geht es dann durch ein Tragreiz durch und dann hinauf da rein noch. Ich hoffe, dass ich ein bisschen am Wald habe, weil ich tatsächlich gemeint hätte, ich gehe mehr so auf der Nordostseite. Das schaut aber jetzt eher ein bisschen anders aus. Also es kann schon leicht warm werden. Später werden wir dann von da links runterkommen. Ich habe die Tour schon länger geplant und habe aber jetzt wirklich länger gewartet, weil es ja alle geregnet hat. Das bin ich so noch nicht gegangen. Ist auch damit noch nicht gesagt, dass es komplett fertig geht. Kommt ganz drauf an, ob ich das allein aufnehmen kann oder ob wir eher zu zweit sein müssen. Das ist aber heute von den Bedingungen her gut. Es kann bloß ziemlich warm werden. Ich habe also nur mal einen halben Liter mehr an Wasser dabei und unten im Fahrzeug halt auch noch eine Flasche, einigermaßen kühl gestellt. Und jetzt muss ich sagen, herunten geht schon gleich wieder ein bisschen dampfig los. Ganz ein leichtes Lüfterl. Man muss es halt langsam angehen lassen. Gut, dass es jetzt ein bisschen schattiger wird. Es ist da unten schon mal gleich, das Warm-up habe ich praktisch schon hinter mir gebracht. Es tut richtig gut. Im Schatten ist es nämlich noch angenehm. Aber so in der prallen Sonne ist heute spannend. Almkaserei. Eine Stunde. Da bin ich mal gespannt. Also wenigstens auf dem Weg zur Almkaserei waren wir noch richtig, aber wir wollen ja heute weiter. Die Mädels, die ahnen es auch schon, dass es heute warm wird. Die Meeren stehen schon im Schatten herin.
Da herum sind außer mir doch auch ein paar Leute unterwegs. Man merkt jetzt schon, dass die Sonne wieder ganz schön reinstrahlt, aber es ist doch nicht so heiß wie unten. Ja, die Zeiten, die da angeschrieben waren, die sind großzügig. Ich habe jetzt von ganz unten eine Stunde gebraucht bis zu der Almkaserei und nicht von dem Schüttel, wo es angeschrieben war. Liegt auch daran, dass es jetzt da unten im Wald doch ja, angenehm kühl war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber der Wind hilft ein bisschen mit. Ist aber halt gefährlich von wegen Sonnenbrand. Ich werde mir jetzt noch überlegen, ob ich mich doch noch mehr einschmiere. Und 3 Esel haben sie auch herum. Auch schon im Schatten. Ja? Er ist auch warm. Das sind 3 ganz liebe. Ja? Du interessierst dich halt für nichts, gell? Macht auch nichts, gehen wir weiter. Wir schauen in einen Mountainbau rein. Schön, wie man immer wieder sieht, dass es noch gibt. Die sind nicht umsonst geschützt. Wenn man dann aufschaut, wird das nicht umsonst da stehen. Wir sehen das erste Mal auf die andere Seite nochmal. Mit unserem Ziel vor Augen. Es geht schon ein Stück laufen. Da hast du jetzt zugreifen.
Da zeigt es wieder. Nicht Augen zu und durch, sondern immer mal schauen, wo es weitergeht. Auf einmal ist eine Markierung ganz woanders. Schauen wir nochmal zurück Richtung Geithau, wo wir raufgegangen sind. Ich war jetzt ganz überrascht, da war noch mehr ein Schildl von wegen alpine Trittsicherheit erforderlich. Dabei war es für die Leute gemeint, die hinuntergingen. Wir sind schon herum. Die Eipispitz. Da war ich jetzt nicht lang um. Die Eipispitz ist aufgrund von Fliegen nicht besonders einladend zum Hinsitzen oder zum Brotzeit machen. Ich bin jetzt schon wieder ein Stück runter zu unterwegs. Da kann man es wirklich nicht aushalten. Die gingen auf einen los. Ein Empfangskomitee. Unwahrscheinlich. Vor die Augen, hinten im Knack, überall sind sie drin. Und ein paar Meter herunten ist das wieder vorbei. Was die da am Gipfel um so neidisch toll finden, das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt ein Stückchen runter und werde mich dann da irgendwo hinsetzen und eine Pause machen, weil da oben, da macht das keinen Spaß heute. Ich bin jetzt ja von der Eipispitz nicht denselben Weg wieder zurückgegangen, sondern im Prinzip, wenn man raufkommt, links und schaue jetzt, wo es frei ist, linker Hand runter, da wo ich raufgegangen bin. Also ich gehe halt praktisch Runden, da drüben rauf, dann in Grad um und jetzt über die andere Reim wieder runter. Man sieht da drüben einen Steig noch, ich bin jetzt da ein bisschen zu weit runtergegangen und jetzt wieder schräg da rauf, weil ich möchte ja über einen kleinen Miesing absteigen und wenn wir da jetzt auf den Boden schauen, dann sehen wir, aha, da sammelt sich das wieder und es wird wieder ein bisschen mehr von einem Steig erkennbar, als wie es da drüben auf der Wiesn war. Also bin ich wieder auf Kurs. Das schaut vielleicht wieder aus, wie es ist da, weil es halt heute einfach auch wirklich trocken ist. Ich darf das als Voraussetzung für die Tour nehmen. Man hat da unten beim Raufsteigen auch ein Stückerl, da wo man sich die Schuhe, das Profil so richtig schön mit Erden zuschmieren kann. Und dann ist natürlich jeder Stor rutschiger. Darüber beim Runtergehen war es dasselbe. Das ist natürlich kein so ein oft begangener Steig, da ich sagen. Und ich glaube, das wird auch bleiben. Weil das ist halt was für Leute, die genau das mögen
Ich brauche das zwischendurch einmal, weil mir das einfach Spaß macht. Und dann werden auch wieder ein paar leichtere und kleinere Touren kommen. Also der Steig von der Eipispitz, da sieht man es noch ein bisschen rechts vorbei, geht da ganz verrückt durch die Latschen. Jetzt habe ich schon gemeint, oha, der endet praktisch, jetzt kann ich umdrehen, dabei geht es dann auf die andere Seite rum. Und wieder da ganz verschlungen durch. Der Weg kann Klein Mühsam heißen, auf dem Weg zum Klein Miesing. Also das ist schon, da geht es richtig vogelwild geht's da durch. Und ich möchte sagen, ja, eventuell, wenn ich es gewusst hätte, war ich vielleicht sogar die Aufstiegsvarianten wieder runtergegangen. Am Schluss, also im Nachhinein, werde ich dann doch anders darüber denken, vermutlich. Aber jetzt im Moment, sage ich mal, braucht man schon ein bisschen Humor für den Steig darüber. Zumindest an manchen Stellen. Man geht darüber, über Stor, wo es wirklich um die Reibung vom Schuhprofil geht. Man sieht, es ist schräg, man hat keine andere Möglichkeit. Tatsächlich sind die Barfußschuhe heute wieder der absolute Hit. Durch die größere Bewegungsfreiheit im Fußgelenk steht man da absolut bombensicher. Da fühle ich mich sogar wohler wie mit einem Bergschuh. Aber das zeigt halt auch, warum es dazwischen unbedingt trocken sein soll. Wenn das Schuhprofil nass und zugeschmiert ist, dann wird es auf so einem schrägen Stor nicht so gut halten. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich gehe nur mehr hinauf. Jetzt habe ich ihn übersehen. Ich bin über einen kleinen Miesing drüber, ohne dass ich es gespannt habe. Und ich sage euch jetzt einmal, um was es geht. Das ist er. Ganz unscheinbar. Liegt er praktisch auf dem Weg. Gut, da muss ich jetzt auch nicht nur mal zurückgehen, ganz. Ich steige weiter ab. Der Steig da runter ist wirklich ein bisschen abenteuerlich. Und drüben steht jetzt dort alpine Erfahrung und Trittsicherheit notwendig, wenn man auf die Eipispitz geht. Absolut zu Recht. Und da runter steht es nicht. Und das ist das, was oft für einen Wanderer ganz schön schnell einmal richtig fatal werden kann, weil der Steig da runter erfordert das auf alle Fälle genauso. Zumindest die Erfahrung und das Gespür dafür, wenn was nicht mehr stimmen kann. Ich bin jetzt da mindestens 3 Mal ein paar Meter verkehrt gegangen. Und weil ich eben eine Nase dafür habe, nie zu weit. Ich habe bloß mal umschauen müssen, sage, nein, das stimmt nicht ganz. Das kann nicht sein. Und dann, wenn man nochmal genau hinschaut, sieht man, gut, da geht es doch anders weiter. Also das Stückel muss man immer wieder auf die Karten schauen. In dem Fall ist das Navi wirklich nicht schlecht. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich eine Abweichung, und zwar eine permanente Abweichung von 85 Meter gehabt habe. Da hat es mir immer angezeigt, dass ich 85 Meter neben dem Steig gegangen bin, obwohl ich genau gesehen habe, ich bin drauf. So wie da jetzt ist es ja auch ziemlich deutlich als Steig erkennbar. Da wo ich sage, nein, das ist eben nicht nur ein Wildwechsel, den die ganz regelmäßig nutzen. Aber stellenweise ist er so unübersichtlich, dass man schon überlegen muss. Genauso wie da gehe ich jetzt erst einmal wieder rauf. Sage, nein, das ist bloß als Aussichtspunkt genutzt, regelmäßig wahrscheinlich.
Und runter geht dort schon da, wo jetzt der Steig eben wieder ganz gut erkennbar ist. Ich nehme den jetzt einmal den verrückten Steig da runter. So ein Durcheinander habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Dass wirklich rauf, runter, eine Seite vom Grat, die andere Seite runter geht, beziehungsweise überhaupt nicht runter geht, muss ich sagen. Weil das fängt jetzt überhaupt erst an, dass man absteigt. Also da geht es bestimmt einen Kilometer, ich habe jetzt nicht genau geschaut, geht es da quer rüber, wo man in diesem Irrgarten da drin ist, wie ich es ja schon beschrieben habe. Und jetzt beginnt eigentlich der Abstieg, wo man, sage ich mal, wieder ein paar Höhenmeter runtergingen. Irgendwann muss dann eher links reingehen, dass ich wieder in die Geithaun runterkomme. Es ist jetzt da immer noch ganz gut zum Gehen, also angenehm von der Temperatur her. Da hat sich jetzt nichts mehr gefällt da herum, weil immer ein leichter Wind geht. Aber das Stückel darüber, das wird schon sehr wenig gegangen. Das sieht man auch. Und da heißt es wirklich bald jeden Meter aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, dass man nicht auf einmal irgendwo doch falsch abbiegt. Da kommt man zwar nicht weit, aber trotzdem ist es einfach so, dass man da den Weg, dass man seine Spur gut im Blick halten muss. Ja, das Runtergehen bestätigt sich gerade, dass eben der Weg runter zu einfach schön kühl ist. Ihr seht, ich bin wieder im Schatten unterwegs und trotzdem merkt man aber die Höhenmeter, wenn man runtergeht, dass heute ein warmer Tag ist. Also pro Höhenmeter kann man ja davon ausgehen, 1 Grad Celsius, das unten wärmer ist wie oben. Und jetzt gehe ich halt praktisch gerade so in die, naja, ich schätze mal 25, 26 Grad rein, die unten im Tal in der Geithau wahrscheinlich gerade vorherrschen. Aber zum Runtergehen ist es jetzt richtig angenehm. Da mit dem lockeren Schotter darunter muss man auch ganz schön aufpassen. Da kann man sich ganz schnell unabsichtlich auf den Hintern setzen. Und da links sehen wir jetzt gerade unter uns nochmal einen Heuberg. Das war direkt einmal interessant, wie viel es da bei uns überhaupt gibt. Jetzt haben wir in Nussdorf am Inden, jetzt haben wir den am Korser drin, da wo wir vor kurzem miteinander um waren, und da nochmal einen. Wir kommen wieder in die Geithau. Nach einer doch einigermaßen anspruchsvollen Tour, die vielleicht nicht für jeden geeignet ist. Mir macht sowas sehr viel Spaß, ich weiß auch, dass ich es kann. Da sind wir in der Früh losgegangen, am Ende von der Baumreihe. Also, wem sowas gefällt, naja, dem kann man es fast empfehlen, alle anderen sollten es halt gut überlegen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen, vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.